Bei mir im Studio ist Johannes Winkel, er ist der Vorsitzende der Jungen Union und für die CDU nimmt er auch an den Koalitionsgesprächen teil. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Es ist ja schon ein bisschen, also man wundert sich, ausgerechnet die CDU macht da 100 Milliarden Euro fürs Klima frei. Das ist mehr, als sich die Grünen in Regierungsverantwortung jemals hätten erhoffen oder erträumen können. Was halten Sie denn von dieser Mega-Investition? Ja, ich mache mir schon Sorgen um die Dimension, die das Ganze angenommen hat. Wir haben im Wahlkampf zu Recht darauf hingewiesen, der Staat muss auch sparen können. Der Staat muss vor allen Dingen zu Strukturreformen in der Lage sein. Und dann kann man darüber reden, dass man sich eventuell auch über Kredite neue Investitionen ermöglichen kann. Das wäre die richtige Reihenfolge gewesen. Und wir haben sie, glaube ich, nicht ganz eingehalten. Ist nun nicht passiert, dafür wird auch Friedrich Merz kritisiert. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Grünen. Was bedeutet denn eigentlich klimaneutral im Grundgesetz? Das kann ja sehr schwer werden, dass plötzlich jede Menge Klagen kommen, weil das Geld eben nicht in diese Richtung eingesetzt wird, sagen einige Juristen. Ja, ich persönlich sehe es anders. Ich habe mir den Gesetzestext sehr genau angeschaut, habe heute Morgen auch sehr aufmerksam gelesen, was Udo Di Fabio, der ehemalige Verfassungsrichter, dazu gesagt hat. Und er hat sehr klar gesagt, und so sehe ich es als Jurist ehrlicherweise auch, das ist eine Zweckbestimmung für die Investition. Das ist kein Staatsziel, wie zum Beispiel Artikel 20a, wie wir das mal ins Grundgesetz eingefügt hatten vor vielen Jahren. Also da, glaube ich, kann man ein bisschen die Sorge nehmen. Aber trotzdem, man muss zugestehen, ein Stück weit geht man natürlich damit schon ins Risiko. Nun fordern Sie, auch für die Junge Union, Investitionen zugunsten der jüngeren Generation. Das ist erstmal ein allgemeiner Begriff. Was meinen Sie damit? Ist der Zug nicht vielleicht schon abgefahren, wo so viel Geld allein fürs Klima verteilt worden ist von diesem Paket? Also ich kann Ihnen erstmal beschreiben, wie die Stimmung in der Jungen Union ist. Und ich glaube, das steht auch ein bisschen für die junge Generation generell. Da brodelt es gerade. Warum? Weil man das Gefühl hat, die Politik gibt für alles mögliche Geld aus, und zwar ganz erhebliche Summen. Aber was ist eigentlich das Projekt für die junge Generation? Also wir geben zum Beispiel über 5 Milliarden Euro mehr im Jahr aus für eine neue Mütterrente. Die sei jeder Person gegönnt. Aber wo ergreift die Politik mal Aktion für die junge Generation? Und eine ganz konkrete Forderung von uns wäre, dass man das Elterngeld wieder einführt. Holt das Elterngeld zurück, liebe Große Koalition. Das hat die Ampel abgeschafft, um damit zu sparen. Das ist so ein Volumen von ungefähr 250 Millionen Euro im Jahr. Jetzt geben wir 5 Milliarden Euro im Jahr für die neue Mütterrente aus. Und es wäre ein Zeichen der Gerechtigkeit, wenn man mindestens das Elterngeld zurückholen würde, als Zeichen, wir fördern die junge Generation, wir fördern junge Familien, die den Mut haben, eine Familie zu gründen in diesen Zeiten. Und das wäre ein ganz wichtiges Signal für die junge Generation in Deutschland. Also das wäre mal ein ganz konkreter Punkt. Aber ich höre durchaus auch Kritik raus an der Verteilung der Gelder. Und immer mehr CDU-Abgeordnete wollen dem Schuldenplan morgen nicht zustimmen. Im Bundestag steht die Junge Union felsenfest hinter Friedrich Merz? Ja, also ich glaube, man muss eines sehen. Das Gesamtergebnis ist dann festzustellen, wenn die Tinte unter dem Koalitionsvertrag steht. Dann kann man bewerten, war das eine gute Verhandlung oder war es eine schlechte Verhandlung. Aber abgestimmt wird morgen. Ich sag's Ihnen trotzdem ganz ehrlich. Ja. Stand jetzt liegen wir hinten gegenüber den Sozialdemokraten. Und es ist jetzt der ganz große Anspruch und die Forderung an die Union natürlich bei dem Thema Strukturreform in der Wirtschaft, beim Thema Migration, beim Thema Bundeswehr, wir haben oft genug hier über die Wehrpflicht gesprochen, zu liefern, danach zu ziehen und das Spiel sozusagen wieder zu drehen. Was müsste denn Friedrich Merz tun, um die Kritiker in den eigenen Reihen, aber auch in der Jungen Union tatsächlich zu überzeugen und nicht sozusagen zu überfahren? Naja, wir müssen jetzt in den Koalitionsverhandlungen liefern. Das sind die Punkte, die ich gerade angesprochen habe. Aber insbesondere braucht es in Deutschland, jetzt nicht nur in der Union, nicht nur an die JU, generell in der Politik. Wir brauchen Signale an die junge Generation in Deutschland. Wir haben es in einem Positionspapier umschrieben. Die Demografie ist die Mutter aller Probleme in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn die Politik das endlich mal versteht. Was ist Ihre Aufgabe? Genau welchen Bereich haben Sie in den Koalitionsgesprächen? Da gibt es ja 256 Teilnehmer in verschiedensten Bereichen. Ja, ich verhandle das Thema Bildung und Forschung mit. Innovation, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es gibt wahrscheinlich strittigere Themen mit den Sozialdemokraten, wenn ich an Migration oder Wehrpflicht denke. Aber auch da haben wir sehr schwierige Verhandlungen, glaube ich, vor uns, auch noch mal in dieser Woche. Und ich kämpfe da wirklich als Anwalt der jungen Generation. Unter hohem Zeitdruck auch noch. Johannes Winkel, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Danke Ihnen.